Heute, liebe Leute, gibt es ein neues Video und zwar die 5 besten Tipps für Zimmerpflanzenanfänger. Es wird ein bisschen chaotisch heute im Video, ich weiß es jetzt schon, weil mit dem Chris und mit mir, wenn wir den ganzen Tag wach sind, da fallen uns so ein paar Sachen ein, die komplett bescheuert sind, aber das wird auch dementsprechend lustig. Und übrigens möchte ich an dieser Stelle auch nochmal, deswegen habe ich auch mein T-Shirt an, liebe Grüße in die Schweiz schicken. Deswegen hier Plant Hub Switzerland T-Shirt, Instagram-Kanal findet ihr einmal hier. Da einmal liebe Grüße, ich weiß mittlerweile sind viele liebe Leute aus der Schweiz und auch aus Österreich, lieben Gruß, auf meinem Kanal gestoßen und das finde ich toll. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit dem chaotischen 5 Tipps für Zimmerpflanzenanfänger. Komm rein! Ich zeig dir die 5 besten Anfängertipps mit dem Potplanter zusammen. Herzlich willkommen bei Potplanter. Nein. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen auf Potplanter, eurem Kanal rund um die Pflanzen. Und wir sind hier, wie ja schon gerade einmal angesprochen, beim lieben Chris von Varigata.de. Und wie der Chris ja gerade schon gesagt hat, geht es heute um Tipps für Anfänger. Aber nicht nur unbedingt Anfänger. Derjenige von euch, der das auch schon ein bisschen länger macht, wird vielleicht auch den ein oder anderen Tipp hier kriegen, den er vielleicht vorher noch nicht wusste. Auf jeden Fall. Und das Geile ist, der Chris, Varigata.de, hat hier heute ein schönes Ding auf die Beine gestellt, und zwar den Hofladen. Genau. Hatten wir ja in dem letzten Video. Ich wollte gerade sagen, hatten wir vor ein paar Wochen im letzten Video drüber gesprochen, Genau. richtig. Heute ist es stattgefunden. Ja. Leider, ja, ist ein bisschen spät. Ja. Die meisten haben leider schon ein bisschen geräumt hier. Genau. Aber ein paar Schätze sind noch da und an den Schätzen können wir euch ein paar Sachen erzählen. Und Genau. zusammen gehen wir gleich mal eine Runde und werden dann so ein paar Tipps und Tricks verraten. Genau. Das ist der Plan. Ja, wie gesagt, der Laden ist jetzt schon ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal durchstöbert worden, weil wir haben jetzt mittlerweile 19 Uhr. Der Laden hatte auf von 9 bis 18 Uhr. Entsprechend viele Leute waren hier. Ich Haben bin Schätze jetzt, gefunden. Genau, ich bin jetzt ein bisschen spät. Die Schätze sind geplündert, aber wir sehen hier auf jeden Fall gleich noch richtig coole Pflanzen. Ja. Aber jetzt wollen wir keine Zeit verlieren und wir fangen direkt an. Hier direkt im Eingangsbereich. Habe ich vorher noch nie so gesehen. Erzähl mal was. Epipremnum pinatum variegata. In der Größe habe ich sie selber auch noch nie gesehen. Und du siehst, beziehungsweise ihr seht, ich kann mich hinter verstecken, die ist schon echt der Knaller. Die ist Heftig. Richtig fette Blätter. Groß. Ihr seht jetzt gerade auch hier nochmal die Nahaufnahme von dem Ganzen. Also das sind wirklich riesengroße Blätter. Ja. Und vor allen Dingen zu einem echt geilen Preis, muss man auch nochmal sagen. Ich weiß nicht, ob wir hier diese Preisgeschichte Ja, nein, wieder... Preise, das Thema, das... aber ist auf jeden Fall krass. Also man könnte jetzt hingehen, diese Aber Pflanze kaufen für den Preis, der jetzt hier steht. Und jedes einzelne Blättchen cutten und neu bewurzeln lassen, dann könnte man rein theoretisch jedes einzelne Blättchen hier für locker 20, wenn nicht sogar 30, 35 Euro verkaufen. Aber dann werde ich arbeitslos und deswegen macht ihr das nicht. Genau, macht das nicht. Genießt lieber den Anblick Ich so wollte einer gerade schönen sagen, großen Pflanze. wie lange braucht die Natur, um so große Blätter zu machen? Das dauert. Das So, dauert. Ja. wenn ihr die abschneidet und die nachwachsen, kommen die wieder so winzig. Das will keiner. Alle wollen große Dinger und deswegen Ja, groß, mega geil. Also, fertig. treibt ihr Und habt ihr so schon definitiv noch nicht gesehen, weil ich habe sie auch noch nicht gesehen. Ich bin öfters in Gartencentern als ihr. Genau, und ja, ist so. Und ich habe sie auch noch nie in der Größe gesehen. Das Coole ist, die treibt ja auch am laufenden Band wahrscheinlich neue Blätter aus. Und hier ist auch noch ein frisches Ja. neues Blatt. Mega geil. So, Jetzt und geht's erstmal an die Tipps. Genau. Denn ich sag, Tipp Nummer 1. Und zwar Substrat, liebe Leute. Wir hier haben jetzt gerade neben uns stehen, ja, ich nenne es jetzt Die Candy Bar. die Candy Bar. Also hier kann man quasi komplett sein Substrat zusammenmischen. Ja. Und erzähl mal, was für Komponenten du hier anbietest. Ja, ich sag mal, jeder hat seinen eigenen Mix irgendwie, aber wir haben zum Beispiel halt hier unseren klassischen Erdmix. Der besteht halt zu großen Teilen aus einer Pflanzenerde, einer hochwertigen Pflanzenerde. Zusätzlich, was haben wir drin? Wir haben Pinienrinde drin, wir haben Bims drin, wir haben Perlit drin und natürlich halt auch noch eine Düngerkomponente in Form von einer Wurmhumus. So, und dadurch mischen wir dann halt alles zusammen und haben unseren fertigen Mix. Und dementsprechend dein Tipp Nummer 1, das Wichtigste ist das Substrat. Genau, Substrat einfach mega wichtig. Vor allen Dingen, ihr seht selber, da gibt es verschiedene Stärken an Pinienrinde. Grob, mittel, fein. Hast du große Pflanzen, hast du kleine Pflanzen. Genau. Je nachdem, bringt Luft in das Substrat. Ja. Du siehst hier, da passt viel Luft zwischen in so einer Hand. Im Vergleich jetzt zu der feinen Pinienrinde, da Genau. passt natürlich nicht so viel Luft zwischen. Wichtig ist natürlich für euch zu Hause, wenn ihr euch das selber mischen wollt, je mehr grobes Material ihr drin habt oder Perlite oder vielleicht auch noch Bims mit da reinpackt, umso mehr müsst ihr auch darauf aufpassen, wie stark müsst ihr dann gießen. Ne? Weil je nachdem, Genau, was das Wasser läuft einfach durch. Genau, es läuft einfach durch. Habt ihr natürlich dann auch weniger Risiko oder Gefahr für Das ist Wurzelfäule. übernässt. Genau, übernässen ein Riesending. Deswegen kommen wir da auch direkt zum
zweiten Tipp. Und zwar, bevor wir zu Tipp 2. Bevor wir zu... Ich kriege es für dich in Deutsch. Bevor wir zu Tipp 2 kommen. Genau, gibt es jetzt noch mal einen kleinen Hinweis. Erstens mal, Erde, wenn ihr Erde braucht, könnt ihr die bei Varigata holen. Könnt ihr aber auch bei Garten Eden holen. Und zwar, da gibt es Moody's Erde, habt ihr ja vielleicht gesehen in dem Botanica-Video. Da haben wir auch noch mal ganz ausgewählte Produkte genommen. Wer das nicht gesehen hat, guckt doch mal gerne hier oben rechts in der Ecke. Da gibt es nämlich noch mal das Video zur Botanica in Hamm. Da einmal komplett die Erde vorgestellt. Aber bevor wir, wie gesagt, zu dem zweiten Tipp kommen, hier noch mal ein Geheimtipp. Und zwar die Töpfe. Genau, die sind nämlich hier in dem Fall transparent. Und warum die transparent sind und was das für Vorteile bringt, das erklärt euch jetzt der Chris. Also, was sagt mir so ein transparenter Topf? Ganz einfach. Ihr kennt es, die Töpfe, die sind ja meistens so Terrakotta, braun oder dunkel Anthrazit. Man kann nicht durchgucken. Man kann nicht durchgucken, genau. Bei dem Topf, ich kann euch zwar jetzt nicht sehen, aber könnte man prinzipiell durchgucken. Das heißt, wenn ihr euer Substrat da drin habt und die Pflanze dort eingetöpft ist, seht ihr nachher am äußeren Rand Wurzeln. Somit ist das ein Vorteil, ihr müsst die Pflanzen nicht ständig austopfen und gucken, was mit den Wurzeln ist. Ihr seht, was passiert, ihr seht, ob Feuchtigkeit sich da drin sammelt, ob die Flüssigkeit abgelaufen ist und dementsprechend Geheimtipp, Vor Nummer 2, transparente Töpfe. Genau, und Wurzelwachstum. Ne? Definitiv auch, Ja, klar, wenn ich jetzt einen Steckling hole, der hat vielleicht noch nicht die größten Wurzeln. Hier drin seht ihr, ab einem gewissen Zeitpunkt, die Wurzeln suchen sich halt ihren Weg und irgendwann kommen sie dann halt irgendwie an die Top-Seite. Das heißt, dann sieht man sogar ein paar Wurzeln und irgendwann gehen sie halt immer weiter und dann sieht man irgendwann hier unten, vielleicht im besten Fall, dass man eine schöne dicke Wurzelschicht hat, dann weiß man spätestens dann, aha, transparenter Topf, Wurzeln, ich habe jetzt genau die Situation erwischt, wo ich umtopfen muss. Und deswegen der Geheimtipp hier nochmal vom Chris, durchsichtige Töpfe. Und jetzt gibt es noch einen Geheimtipp oben drauf zum Geheimtipp. Wenn ihr den Topf habt, topft nicht direkt in so einen großen Trümmer um, nehmt eine Zwischengröße. Als Beispiel hier sowas. Weil, ihr habt einen 12er Topf, packt den in den 15er, dadurch ist zwar frische Erde drüber oder drumherum, aber nicht zu viel, dass die Wurzeln auch mit dem neuen Substrat klarkommen, weil mehr Substrat natürlich auch mehr Flüssigkeit bindet. Also nehmt nicht so einen großen Unterschied, sondern nur einen kleinen Unterschied, geht schrittweise, perfekt. Ja. Und jetzt gehen wir mit den richtigen Tipps weiter. Jetzt, liebe Leute, kommen wir zu Tipp Nummer 2. Und zwar ist das Licht. Licht wird oft unterschätzt. Richtig. Absolut. Ja. Jetzt gerade im Sommer ist es, glaube ich, noch nicht so wirklich das Problem. Ich werde noch von der Sonne geblendet. Ja, jetzt im Sommer geht es auf jeden Fall, wenn ihr euch die Pflanzen ans Fenster stellt. Aber da nochmal wichtig, Chris, nicht die Südseite, weil die Südseite ist in der Regel volle Power und da werden euch die Blätter verbrennen. Richtig. Somit Ost, West, sogar Nord, wenn es gut ausgeleuchtet ist, passt perfekt. Ja, und wenn ihr im Bunker wohnt, kann natürlich sein, dann nehmt euch Zusatzlicht. Genau. Seid ihr im Bunker, wohnt ihr unten im Keller, was auch immer, nehmt euch eine Zusatzlampe, ansonsten packt die Pflanzen ans Fenster, denn Pflanzen brauchen Licht. Richtig. Licht und Liebe. Und da wollen wir auch, glaube ich, gar nichts mehr zu sagen, weil da ist alles gesagt. Ohne Licht funktioniert es nicht. Wenn ihr kein Licht zu Hause habt, besorgt euch Licht. Ansonsten, wie gesagt, ans Fenster, aber kein Südfenster. Genau. Weiter geht's. Und jetzt gucken wir uns erstmal an, was hier so für schöne Pflanzen stehen. Oh ja. Nummer 3. Und zwar Wasser, liebe Leute. Ihr seht hier einmal die Sprühflasche und einmal die Gießkanne. Wasser. Was für ein Wasser benutzt du? Regenwasser. Denn, ihr kennt es selber mit Kalk, ne, in normalen
Trinkwasser ist halt Kalk drin und Kalk auf samtigen Blättern hinterlässt weiße Schlieren. Ist blöd, also auch auf normalen, nicht nur auf samtigen, aber wir nutzen halt hauptsächlich Regenwasser. Oder ihr könnt auch hingehen und eine Osmoseanlage kaufen. Oh ja. So. Das dauert halt was länger. Dauert was länger, ist aber vielleicht eine auch nicht ganz Option. so, ich sag jetzt mal, umweltschonend, weil man hat halt Wasser, was man reinführt aus der Leitung und dann kommt so ein Viertel, ein Fünftel wirklich gefiltertes Wasser raus und der Rest Ja. ist halt Kalkwasser oder mit Genau, Salzen. Dreckswasser. Ja, so. Abwasser. Das kann man aber auch gut benutzen für seine Tomaten im Garten oder für seine Rosen. Genau, Also, aber halt nicht zum Sprühen auf die schönen Blätter. genau, weil dann bekommt man diese Kalkränder. Aber jetzt nochmal wichtig, das ist nicht nur zum Besprühen, das ist auch zum Gießen. Leute, ne? Also wenn ihr eure Pflanzen gießen wollt, nehmt da auch nicht unbedingt das Leitungswasser, je nachdem in welcher Region ihr wohnt, denn da sind extremst viele Salze drin. Ne? Kann man auch messen mit solchen Mikro-Siemens-Messgeräten oder EC-Messgeräten. EC-Messgeräte, Genau, ja. und deswegen ist da auf jeden Fall nochmal ganz wichtig für euch zu wissen, gießt eure Pflanzen möglichst kalkarm bzw. nicht mit direktes Leitungswasser. So, Passt. jetzt sind wir bei Tipp Nummer 4. Und zwar geht es hier um das heutige Thema Luftfeuchtigkeit. Luftfeuchtigkeit, ich weiß, viele Leute bei euch zu Hause, ihr habt Probleme mit der Luftfeuchtigkeit, gerade so Altbau. Kriegst du auch viele Nachrichten? Ja, zwischendurch mal. Ja. Auf jeden Fall auch, wie kann ich sie erhöhen, beziehungsweise macht Ja. es Sinn, sie überhaupt zu erhöhen. Deswegen unser Tipp Nummer 4, Luftfeuchtigkeit. Wenn möglich, klar, ein bisschen mehr Luftfeuchtigkeit ist immer super, denn dann bilden sich so super tolle große Luftwurzeln und der Pflanze, ja, die saugt das Wasser sozusagen über die Luftwurzeln auf, wie der Name es so sagt. Und ansonsten habt ihr die Möglichkeit halt nicht, ja, Vitrinen, Terrarien, was auch immer, mit einer erhöhten Luftfeuchtigkeit können das Pflanzenwachstum einfach beschleunigen. Richtig. Und wenn ihr jetzt nicht unbedingt in eurem Wohnzimmer irgendwie Vitrinen und sowas aufstellen wollt, dann verstehen wir das auf jeden Fall auch. Begünstigt aber halt diese ganze Luftfeuchtigkeitsgeschichte, weil es halt Ja. auf einem kleineren Raum ist. Aber ihr könnt auch die Luftfeuchtigkeit durch Pflanzen erhöhen. Das hatten wir, glaube ich, so als kleinen Ich wollte Mini-Tipp gerade im sagen, letzten Video auch mal. Viele Pflanzen zusammen verdunsten über die Blätter natürlich auch Wasser. So, und dadurch habe ich natürlich in dem Bereich eine erhöhte Luftfeuchtigkeit, habe ich viele Pflanzen nebeneinander, alle profitieren davon. Oder sprüht einfach mal zwischendurch ein bisschen mit dem Sprüher oder nehmt ein bisschen Moos. Genau. Das war Tipp Nummer 4. Und jetzt gehen wir jetzt rüber zu Tipp Nummer 5. 5. Und das sind die Düngers. Die Düngers, genau. Jeder düngert. Jeder düngert. Jeder von euch düngt natürlich ein bisschen anders. Der eine lieber Flüssigdünger und der Chris, der düngt tatsächlich mit Düngestäbchen. Düngestäbchen. Ja, aber ganz ehrlich, es gibt auch mittlerweile so hochwertige Düngerstäbchen, die kosten auch richtig fett Knete und die sind so irgendwie konzipiert, dass die auch diese ganzen Nährstoffe wirklich nicht nur punktuell, sondern irgendwie durch Einfach Substrat leiten. durch, genau, durch so. Wir sind einfach faul. Ich gebe es zu, wir Ja. sind faul. Chris So. ist in dem Fall faul, aber der Erfolg gibt ihm recht. Ne? Also seine Pflanzen, die Das ist alles grün. Die wächst. wachsen Wird und gedeiht. gedeihen, genau. Es klappt. Also wenn der eine oder andere von euch sagt, ne, Düngerstäbchen ist was für Babys, dann Guckt hier. ist das eure Glaubt mir, Meinung, das klappt. aber man kann es damit auch machen, sonst wird es die Dinger auch nicht geben. So, ich beispielsweise Dünger, aber nicht mit Düngerstäbchen. Du hast Flüssigdünger, ich weiß. Ich habe Flüssigdünger, da auch wieder. Der eine sagt, oh Flüssigdünger, warum denn? Und Mineraldünger, düng doch lieber Organisch, ja, organisch. Bio und was auch immer, genau. Es Genau. gibt alle Sorten, es gibt wie auch immer, testet euch aus, Richtig. was für euch am besten ist. Ja. Ich habe gesagt, für faule Düngestäbchen, für welche, die engagiert sind und ein bisschen mehr wollen, Flüssigdünger, da könnt ihr es noch ein bisschen tunen und ein bisschen mehr geben. Genau. Also alle Komponenten, die wir heute genannt haben, die 5, die sorgen dafür, dass eure Pflanzen zu Hause auch anständig wachsen. Dann seid ihr nur gefragt, wie ihr diese Pflanzen pflegt. Und Was für einen Dünger nimmst du? Nimmst du überhaupt Dünger? Ich weiß nicht. Schreibt mal in die Kommis. Ich bin gespannt. Ich bin lese auch- es nämlich auch. ich bin auch gespannt. Also schreibt mal ruhig rein, was für eine Art Dünger ihr benutzt. Wenn der ein oder andere von euch dabei ist, der gar keinen Dünger benutzt, könnt ihr es auch mal gerne schreiben. Vielleicht habt ihr ja auch Erfolg. Genau, und sag mir, wie du es machst. Genau. Schreibt es auf jeden Fall mal unten rein und ich würde sagen, wenn ihr beim nächsten Mal auch hier beim Hofgarten von Variegata.de mit dabei sein wollt, dann geht auf jeden Fall mal auf variegata.de. Entweder auf unser Instagram oder auf unserer Homepage gibt es ein Newsletter und da kriegt ihr sofort mit, wenn es der Hofladen ist. Der wird so in 4 bis 5, 6 Wochen wieder stattfinden, aber ich werde es dann über Newsletter bekannt geben. Ihr kriegt die Informationen, wie gesagt, ich blende euch auch nochmal hier ein den Instagram-Kanal von Chris und unten auch nochmal den Link zur Internetseite und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, kümmert euch um eure Pflanzen und haut rein!